Mein Name ist René Hüsler, ich bin Direktor des Departements Informatik der Hochschule Luzern und 2016 war ich bereits aktiv im Blockchain-Umfeld und da ist die Idee des Vereins oder der Gründung der Crypto Valley Association entstanden, diese Gründung, die ich dann wirklich aktiv vorangetrieben habe. Die Crypto Valley Association ist ein Verein, der das Ziel hat, die Blockchain- und DLT-Technologie voranzutreiben und dafür ein Ökosystem zu schaffen mit Events, einem Support der Mitglieder in diesem Bereich und natürlich auch der optimalen Infrastruktur, um all diese Aktivitäten voranzutreiben. Also die Idee, einen Verein zu gründen, ist wirklich daraus entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen da etwas machen. Es reicht nicht, wenn einzelne Personen das vorantreiben, aktiv sind, sondern wirklich, dass wir das bündeln können, ganz klar mit einem internationalen Fokus. Wenn man dieses Bild hier anschaut, der Gründung des Vereins, da sieht man, dass ganz unterschiedliche Personen drauf sind. Auf der einen Seite ist das Johann Gevers, natürlich ist es auch Nicolas Nicolaison, Vassili Suvorov von Luxoft damals und auch Sören Vogt, der mit iPlotus die ganze Thematik vorangetrieben hat. Oliver Bussmann ist da auch noch drauf. Ich denke, Oliver Bussmann war bereits sehr aktiv in diesem Feld, sehr stark auch im Bankenumfeld. Wir haben uns zusammengetan und gesagt, den Verein haben wir dann gegründet und auf dieser Basis haben wir dann dementsprechend die ganze Entwicklung gestartet, die dann später wirklich aus dem Crypto Valley oder mit dem das Crypto Valley wirklich dieses Gesicht gekriegt hat. Also ich würde sagen, wenn wir uns schauen, wie sich die Crypto Valley Association entwickelt hat, dann finde ich, das ist schon sehr beeindruckend, was da alles gelaufen ist. Wir haben ja den Verein haben wir im Januar 2017 gegründet, sind dann im März effektiv mit etwa 16 Mitgliedern gestartet und bereits im Oktober hatten wir über 360 Mitglieder. Im Januar, also nach einem Jahr, waren wir bei knapp 700 Mitgliedern und das ist dann kontinuierlich bis auf über 1000 angestiegen. Also ich glaube, das ist schon eine Erfolgsstory, wenn man das so anschaut, weil auf der einen Seite sind das ja nicht nur Schweizer Unternehmungen, sondern wir haben gesehen, dass sehr viele auch internationale Unternehmungen, Institutionen und auch Privatpersonen es sehr attraktiv fanden, ein Mitglied der Crypto Valley Association zu werden, um sich wirklich in diesem ganzen Ökosystem vernetzen zu können. Ich glaube, das war wirklich ein Schlüsselelement und was auch sehr wichtig war, waren die verschiedenen Arbeitsgruppen, die wir hatten, die sich auf spezifische Themen fokussiert hatten, die dann das wirklich vorangetrieben haben. Und da konnten die Mitglieder sich auch beteiligen in diesem Kontext und dementsprechend ihr Wissen und ihr Know-how einbringen, sodass das Thema wirklich vorangetrieben wurde. Ich denke, das waren sicher so Schlüsselelemente, die auch zum Erfolg der Crypto Valley Association geführt haben. Also eigentlich war das relativ einfach, weil wir haben gesehen, dass es extrem viele Konferenzen gab, die irgendwie noch Blockchain drin hatten. Also die ganze Finanzindustrie hat sich mit Blockchain befasst. Dann, wenn es irgendwelche technologischen Ansatzpunkte gab, hat man sich mit Blockchain befasst. Aber wir haben eigentlich festgestellt, es gab keine Konferenz, die sich wirklich auf Blockchain fokussiert hatte und dann in Anwendungen ging. Auch die Idee, wirklich mal eine wissenschaftliche Konferenz zu machen, die relevanten Papers zusammenträgt, das Ganze auch mit einem entsprechenden Evaluationsprozess dann da versieht, das war auch einzigartig. Also ich glaube in diesem Sinne, diese Konzentration, Fokussierung auf Blockchain und nicht auf eine Anwendung mit Blockchain, das war ganz klar ein Schlüsselelement dieser Konferenz, die ja auch bereits bei der ersten Durchführung im Casino im Zug doch über 1000 Teilnehmende anzog, die dann wirklich hier den Austausch und den Diskurs gefördert haben. Gibt es denn so etwas wie eine Geschichte, wie ihr die Idee gehabt habt zur Konferenz? Also in diesem Sinne gibt es eigentlich nicht so eine Geschichte, die so spektakulär ist, sondern wir haben uns natürlich im Vorstand sehr häufig ausgetauscht, da verschiedene Ideen, auch wie wir das Thema natürlich stärker etablieren können, natürlich auch nach außen gehen, eben nicht nur mit den Mitgliedern innerhalb der CVA, sondern wirklich auch da an die breite Öffentlichkeit zu gehen. Und da war relativ schnell eben die Idee dieser Crypto Valley Conference geboren, wo wir gesagt haben, eben fokussieren auf Blockchain,
unterschiedliche Tracks. Auf der einen Seite ganz klar den akademischen Track, mit dem wir uns quasi wie spezialisieren wollen oder ganz klar eine Einzigartigkeit schaffen werden. Aber natürlich auch daneben, ich glaube, diese ganzen Thematiken im Finanzbereich, diese Start-up-Ideen, dass man das natürlich auch mit unterstützt. Darum hatten wir eigentlich dieses Grundkonzept und da haben wir natürlich auch, ich glaube, für die erste Konferenz muss man auch sagen, Kontakt mit dem Bundesrat John Schneider-Ammann, das ist sehr gut gelaufen und er hat eigentlich ganz spontan und sehr schnell zugesagt, dass er da an dieser Konferenz diese Eröffnungsrede auch halten würde. Ich glaube, das hat natürlich auch zusätzlich dem Ganzen noch einmal ein bisschen Auftrieb gegeben. Das erste Mal eine Konferenz auf Blockchain fokussiert, ein Bundesrat, der bei der Eröffnung dabei ist, ein Regierungsrat, der das Ganze unterstützt und so eigentlich eine sehr breite Abstützung. Natürlich auch, wenn ihr da seht, Dolphy Müller zu dieser Zeit, Stadtpräsident von Zug, hat das Ganze auch sehr unterstützt und war wirklich auch Feuer und Flamme in diesem Bereich, weil er auch sehr viele quasi Delegationen empfangen musste, die gefragt haben, ja, wo sehe ich jetzt hier das Crypto Valley? Und ich glaube, das war wirklich eine super Kombination, um eine solche Konferenz, eben eine internationale Konferenz so zu lancieren. Von dieser Rede kann man sagen, ja, es gibt nicht so eine spezielle Sache, aber ich glaube wirklich diese Attraktivität hat gezeigt, dass eigentlich aus der ganzen Welt sind da Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, die wirklich da auch miterleben wollten, was wir hier geschaffen haben. Das war schon einzigartig. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, everybody. Also ich glaube, ihm war auch bewusst, dass da was kommt, das nicht an der Schweiz vorbeiziehen soll. Das heißt, er hat da wirklich gemerkt, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns wirklich auch positionieren können, international, das eigentlich global. Und ich glaube, diese Chance, dass er das gesehen hat und dementsprechend da mitgemacht hat, das war wirklich sehr gut. Weil es hat sich dann auch in diesen frühen Phasen, war es natürlich auch so, dass dann der Bund sehr stark diese Regulatorien, damit wir da wirklich diese Unternehmen wirklich sich hier ansiedeln konnten, all das hat er wirklich vorwärts gemacht und so die Rahmenbedingungen geschaffen, dass in dieser Startphase sehr viel möglich war. Und das hat sicher auch wesentlich dazu beigetragen, dass es wirklich sich so positiv entwickelt hat. Also eben, ich glaube, aus der Situation heraus, dass sich die Crypto Valley Association wirklich so international aufgestellt hat und dieses Interesse auch des Bundesrats für dieses Thema, war relativ schnell klar, dass in der Schweiz auch Grundlagen geschaffen werden müssen, dass sich das Ganze wirklich auch dass das Ganze unterstützt werden kann oder es vorantreibt. Und dadurch wurde dann, oder unter diesem Hintergrund wurde dann die Taskforce, die Blockchain Taskforce gegründet, die eigentlich von Uli Maurer damals initiiert wurde aus dem Finanzdepartement. Und da war Matthias Ruch und auch Heinz Denner waren da wirklich die treibenden Kräfte dahinter. Dabei ging es vor allem darum, bei dieser Swiss Blockchain Federation die Grundlagen in der Schweiz zu legen, damit Blockchain auf der einen Seite verankert werden kann und die Unternehmungen auch Rahmenbedingungen haben, mit denen sie hier operieren können. Auf der einen Seite die Möglichkeit, aber auf der anderen Seite auch die Sicherheit, dass, wenn sie sich hier niederlassen können, dass sie wissen, in welchem regulatorischen Rahmen sie sich bewegen. Das ist aus dieser Taskforce entstanden und dann ich glaube, etwa 2 Jahre später hat sich das Ganze dann verstetigt. Aus dieser Taskforce heraus ist dann die Swiss Blockchain Federation entstanden, bei der ich auch Gründungsmitglied war, sodass eigentlich diese Themen weiter vorangetrieben werden können mit einem ganz klaren Schweizer Fokus. Da gibt es auch verschiedene Arbeitsgruppen, die in verschiedenen Themen sich spezifischen Themen widmen und daraus natürlich Papers generieren, in Kontakt mit entsprechenden Stellen sind auf Bundes- und Kantonsebene, um wirklich dann zu wissen, was notwendig ist, was angepasst werden muss oder wo wirklich auch Regulatorien notwendig sind. Also ich glaube, es braucht immer ein bisschen irgendwo ein kleines Flämmchen, das dann das Feuer zum Lodern bringt. Und das ist sicher auch so, eben Alexander Enzler ist sicher eine treibende Kraft bei uns hinter den ganzen Aktivitäten, auch in der Ausbildung, natürlich mit der Crypto Valley Konferenz zusammen. Aber wir haben auch weitere Mitarbeiter, Tim Weingärtner kann man zum Beispiel nennen, der auch sehr schnell in diesem Kontext auch eine Veranstaltung lanciert hat.
Ich glaube, das waren wirklich so Grundlagen, um in der Ausbildung da Fuß zu fassen. Und auf der anderen Seite ist da natürlich auch sehr schnell die Idee aufgetreten, dass in der Weiterbildung da verschiedene Themen angegangen werden könnten, mit denen man wirklich sich auch positionieren kann auf der einen Seite oder wirklich das Wissen der Bevölkerung steigern kann. Ich glaube, das war so ein wichtiges Element und da waren verschiedene Personen beteiligt. Sicher bei uns Ursula Suri, die verantwortlich ist für die Weiterbildung, hat das sehr stark auch gedrückt, dass wir da etwas in diese Richtung machen. Neben den Aktivitäten haben wir auch so eine Blockchain-Workbench erarbeitet, zusammen mit auch anderen Universitäten. Das ist so ein Online-Tool, mit dem man sich wirklich in die Blockchain-Technologie einarbeiten kann. Also von Beginner-Level bis zu Expert-Level gibt es da so Übungen, mit denen man auf der einen Seite programmieren kann oder sich wirklich in die Technologie vertiefen kann. Das haben wir in verschiedenen Institutionen entwickelt und das ist auch immer noch verfügbar und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben gesehen, dass da ein riesiges Wissensdefizit besteht. Viele sprechen darüber. Ich meine, viele können ja gar nicht Cryptocurrencies und Blockchain unterscheiden. Und da haben wir gesehen, da braucht es entsprechende Weiterbildungsangebote, und zwar auf ganz unterschiedlichen Leveln, damit sie wirklich auch, dass wir da das Wissen, das generelle Wissen steigern können. Auf der einen Seite wirklich so ganz, um was geht es überhaupt? Da haben wir auch ein Video gemacht, Blockchain einfach erklärt, das wirklich auch heute noch sehr häufig quasi gesehen wird. Blockchain einfach erklärt. Blockchain ist eine noch junge Technologie. Sie löst eines unserer Grundprobleme. Sie schließt Vertrauenslücken. Und dann natürlich auf der anderen Seite auch natürlich alle auf den verschiedenen Stufen, die gesagt haben, ich möchte wissen, was zum Beispiel Blockchain-Technologie für mein Unternehmen ermöglicht, wie ich das einsetzen kann. Und das sind natürlich sehr spannende Austausche, die so entstanden sind. Und diesen Traum der Dezentralisierung, gibt es den noch? Also ich würde sagen, so diese verteilten Organisationen oder überall, wo du zusammenarbeiten musst, bei dem du eigentlich kein Vertrauen in deine Partner hast, ich glaube, da wird sich diese Blockchain-Technologie durchsetzen. Weil so kann man ein Vertrauen, sage ich jetzt mal, durchsetzen, ohne dass man den Partner, mit dem man zu tun hat, dass man den wirklich detailliert kennt. Also ich glaube, da ist es sicher so, dass wir da einen Schritt gehen werden, der eigentlich die Zusammenarbeit generell verändern wird.